Wir leben in einer Welt der Superlative. Die Herausforderungen unserer Erde? Nie waren sie größer als heute. Fiction, Science, Abenteuer, Zukunft. Wir sprechen mit Menschen, die den Unterschied machen. Our planet is on the brink. Ecosystems are collapsing. Our climate is imploding. Können wir Szenarien beeinflussen? Visionäre, Abenteurer und Experten. Planet Evergreen. Menschen, die den Unterschied machen. Welcome to Planet Evergreen. Blue Planet. Think green. This is our message to the world. Enjoy our show and guests of Planet Evergreen. And now, please welcome our Master of Ceremony, Nick Herb. Hallo, mein Team und ich begrüße Sie zu Hause. Nicht nur vor den Fernsehgeräten, sondern auch natürlich im Social Web. Bei Facebook, Instagram, Twitch, Threads, YouTube, Apple TV, TV24, bei Lutz TV. Mit dabei auch Harrys HTV5, TikTok. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind sogar auf TikTok. Hallo Welt, hallo Deutschland, Österreich, hallo Schweiz und vor allem hallo K9 in Konstanz. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Was für ein Moment, Premiere Planet Evergreen. Hier geht es um Visionäre, es geht um Abenteurer, es geht aber auch um Menschen, die uns bewegen und auch schon viel bewegt haben. Wir freuen uns ganz besonders, auch junge Erfinderinnen und Erfinder bei uns begrüßen zu dürfen. Und da sind wir bei unserem Energievisionär persönlich. Meine Damen und Herren, bitte einen Applaus für Karl-Ulrich Scheible. Vielen, vielen Dank. Ja, es ist neu, dass wir die Idee hatten, einen Energievisionen Award auszuloben. Ihr werdet staunen. Also wir staunen ja sowieso, weil Karl-Ulrich Scheible tatsächlich im Laufe seiner Karriere seit über 10 Jahren schon über 250 tolle Veranstaltungen durchgeführt hat. Und umso mehr freut es uns, heute zum ersten Mal eine Nominierte vorstellen zu dürfen für den Energievision Award. Ich bin Viktoria Kaufmann, ich komme aus dem Jugendforschungszentrum in Nagold. Und in meinem Projekt geht es vor allem darum, ein ganzheitliches System dafür zu schaffen, wenn Öl auf eine Wasseroberfläche auftritt. Dafür habe ich ein Schiff gebaut, was das Ganze auffängt und das Ganze kann dann im Prinzip entsorgt werden. Zusätzlich dazu wird der Rest des, was das Schiff nicht leisten kann, mit einer Möglichkeit mit Mikroben, also mit Bakterien, zersetzt. Und damit kann eine ganzheitliche Reinigung von den Gewässern, wenn sie mit Öl verseucht sind, garantiert werden. Ja, es geht also hier um Umweltschutz und das ist tatsächlich auch unser Anliegen von Planet Evergreen. Die Welt brennt. Ja, sie brennt. Es wird jedes Jahr schlimmer. Dieser Overshoot Day wird jedes Jahr früher. Inzwischen sind wir bei Ende April. Das heißt, nach einem Drittel des Jahres haben wir verbraucht, was wir im ganzen Jahr eigentlich verbrauchen dürften. Insofern ist es vielleicht auch ganz cool, jetzt einen jungen Erfinder vorstellen zu dürfen, der auch nominiert wurde, der sich genau damit befasst hat, wie man vielleicht auch innerhalb der Städte ganz sinnvoll Wind zur Energie machen kann. Hallo, ich bin der Samuel Fuchs und ich komme vom Wieland-Gymnasium aus Biberach an der Riss. Und mein Projekt hat sich damit befasst, an der Fassade quasi Wind durch verschiedene Leitsysteme im Generator zum Leiten und somit Wind von unten und Wind von der Seite dann zur Energie zu machen. Also durchaus interessante Idee. Also man muss ehrlich sagen, ja, die Jugend sehr erfinderisch. Also das ist wirklich keine Übertreibung. Ich war, wie gesagt, in Freiburg, wo die jungen Menschen ihre Projekte präsentiert haben. Über 100 Projekte, nur allein von Baden-Württemberg und jedes besser als das andere. Wir haben es ja gerade gesehen, 15-, 16-Jährige haben Uniniveau. Sensationell.
Insofern sind wir eben auch froh, diese Person hier bei uns nochmal bei Planet Evergreen prominent vorstellen zu dürfen und freuen uns ganz besonders auch auf die Kooperation mit Jugend forscht. Das heißt, im Grunde, es geht um Forschung, es geht um Wissenschaft, es geht um etwas, was uns allen besonders viel Spaß macht und ja, damit verbindet sich natürlich auch unser allererster Studiogast, nämlich Professor Dr. Giso Hahn. Nur hier ein paar Eckdaten. Doktorarbeit in Physik, Uni Stuttgart, Konstanz, Max-Planck-Institut, akademischer Direktor im Bereich Photovoltaik, Gruppenleiter am Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme, bekam den LBS Umweltpreis, 450 Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, Büchern, Inhaber von 10 Patentfamilien, Kooperationspartner auf dem ganzen Globus, zum Beispiel in Cambridge, zum Beispiel auch in Marlborough, und das freut mich ganz besonders, denn damit verbindet sich auch schon die erste, möchte ich mal sagen, Verwandtschaft zu unserer Sendung, Planet Evergreen, denn Sie waren Berater bei Evergreen Solar. Einen herzlichen Applaus für Professor Dr. Giso Hahn. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Es ist wirklich toll, Sie hier zu haben. Sie sind einer der renommiertesten Solarwissenschaftler in Deutschland, in Europa, vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Insofern ist es für uns wirklich toll, so viele prominente Gäste auch bei uns in Zukunft begrüßen zu dürfen und Sie natürlich mit am Tisch zu haben. Sie haben mir vorher im Gespräch auch so ein bisschen erzählt, also es wird mal höchste Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen die Welt bewegen, so nach dem Stichwort Ihrer Lieblingsband Queen, We Will Rock You. Stimmt das? Ja, ich bin bekennender Queen-Fan und entschuldige mich hier nochmal bei allen meinen Klassenkameraden, die ich in den 80er Jahren damit genervt habe. Aber natürlich hatte ich recht im Nachhinein, das finde ich zumindest. Nee, ist eine tolle Musikrichtung, tolle Band, hat was Vereinigendes in der Musik. Wir kennen alle die hymnenartigen Stücke und Musik verbindet und ich glaube, das ist ein guter Kit, den wir brauchen, um auch andere Probleme angehen zu können. Wir hoffen natürlich auch, dass wir mit dieser Show einiges bewegen können. Das ist natürlich ganz klar, denn die Probleme auf der Welt sind natürlich eklatant. Vielleicht zu Beginn, vielleicht habe ich vorhin bei all dieser Aufzählung was vergessen. Wenn Sie sich bitte noch mal kurz selbst vorstellen. Ja, ich bin in Frankfurt geboren, aber aufgewachsen in Stuttgart, zur Schule gegangen, studiert, Physik studiert. Bin dann zur Promotion hier an die Uni Konstanz gekommen und die Station haben Sie ja schon aufgezählt. Bin dann hier geblieben sozusagen, weil es natürlich hier sehr schön ist und weil es auch eine spannende wissenschaftliche Umgebung hier ist und war. Und bin jetzt eben verantwortlich für die Photovoltaikaktivitäten an der Uni Konstanz. Auf eine sehr angewandte Art und Weise arbeiten wir da und versuchen unseren Beitrag zu liefern, damit die Welt besser. Das ist vollkommen richtig. Und wie schön unsere Welt doch eigentlich ist. Sie können bei uns bei planetevergreen.com mal einen Blick auf Earth Life wagen. Wir schalten nun mal kurz um zur ISS und werfen mal einen wunderschönen Blick auf unsere Erde. Ja. Es würde sich wirklich lohnen, für diesen wunderschönen Planeten etwas zu tun. Das ist übrigens tatsächlich eine Livecam, ein Livestream von der ISS. Kann man sich gerne auch zu Hause mal anschauen. Ist einfach wunderschön, diesen tollen Planeten zu sehen. Die ISS selbst, woher beziehen die eigentlich ihren Strom? Ich bin da immer so meditativ, wenn ich das hier sehe. Ich versuche dann immer zu erkennen, was man da sieht, aber ich schaffe es nie wegen den Wolken. Ja. Die beziehen ihren Strom aus Solarzellen. Hauptsächlich, weil das natürlich eigentlich die einzige Möglichkeit ist, im Weltraum autark Strom zu erzeugen. Gut, auf die ISS kommen jetzt alle paar Monate neue Raumschiffe an und die Besatzung wird ausgetauscht. Das heißt, sie könnten auch irgendeinen Treibstoff oder irgendeinen Energielieferanten mitbringen, aber in der Praxis wird es über Solarzellen gemacht, damit man eben auch autark, ohne Stromkabel, letztlich Energie zur Verfügung hat, die dann solche schönen Bilder auch zur Erde schicken kann. Die Faszination natürlich an Solar, das ist natürlich genial, weil das ist eine Ressource, die so schnell nicht verschwindet, ganz im Gegenteil zu zum Beispiel Ölreserven. Ja, wissen wir alle, dass das Öl endlich ist. Man kann sich streiten, wie lange es hält, die Vorräte und Ressourcen. Aber das Schöne ist, die Sonne wird noch eine Weile lang uns hier Energie quasi umsonst liefern, 5 Milliarden Jahre ungefähr. Das heißt, das werden wir alle natürlich nicht mehr erleben. Das heißt, es ist quasi unbegrenzt und damit können wir diese Quelle anzapfen und
unsere Probleme zum Teil damit lösen. Jetzt sind Sie ja schon seit den 90er Jahren mit dem Thema befasst. Warum dauert das so ewig, bis das sich hier überhaupt etabliert? Das hängt viel damit zusammen, dass es natürlich wirtschaftliche Gründe gab, die dagegen gesprochen haben, weil natürlich eine neue Technologie, die entwickelt werden muss, ist am Anfang erstmal teuer und wird dann durch verschiedene Effekte, Massenskalierung, aber auch Forschungsergebnisse, höhere Wirkungsgrade und viele kleine Verbesserungen letztlich kostengünstiger und ist jetzt wirklich mit Abstand die günstigste Stromerzeugungsform weltweit. Also das hat man sich vor 20 Jahren, als ich, oder 25 Jahren, als ich angefangen habe, hier, oder fast länger noch, da hätte ich mir nie träumen lassen, dass wir jetzt in so kurzer Zeit, auch wenn es jetzt lang klingt, 25 Jahre, diese starke Entwicklung gemacht hätten. Also dass wir heute gar nicht mehr das in Frage stellen. Ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben, da wurden wir immer noch als grüne Spinner bezeichnet, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Und die Politik hat auch zum Teil gesagt, naja, wir dürfen da mal ein bisschen forschen und dann ist es auch gut. Aber dass das wirklich wirtschaftlich so erfolgreich wird und sich durchsetzt, das haben wenige gedacht. Ich habe es gehofft, aber dass es so schnell, und das mal jetzt bei schnell oder langsam ist alles relativ, dass es sich doch so schnell wirtschaftlich rechnet, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also Solar garantiert etwas, was auch den Energiewandel vollzieht, eine sensationelle Idee. Wir kennen das ja alle, man liegt in der Sonne, man lässt sich bäumen, man spürt die Galaxie, die Sonne, unseren großen Feuerball. Wie funktioniert das aber physikalisch, so eine Solarzelle? Ja, also das hat eine lange Historie. 1839 hat Alexandre Edmond-Becquerel zum ersten Mal gesehen, dass wenn man Licht auf einen Festkörper da strahlen lässt, dass es da einen Effekt gibt, dass sich da eine Spannung ausbildet. Dann hat man da eine Weile lang das zur Kenntnis genommen, ein bisschen untersucht. Und die erste Erklärung, warum das eigentlich funktioniert, kam dann eigentlich 1905 von Albert Einstein. Er hat uns dann erklärt, wie der Photoeffekt funktioniert, dass also das Licht gequantelt ist, dass es Photonen gibt, die Energie mit sich führen. Und wenn man dann jetzt sich überlegt, wie es denn wirklich funktioniert, Photonen liefern Energie, können ein Elektron in einem Festkörper auf ein höheres Energieniveau anheben. Das ist jetzt alles sehr physikalisch, Entschuldigung. Aber diese Energie, die praktisch dann auf dieses Elektron übertragen wird, die kann dann genutzt werden, um letztlich einen äußeren Stromkreis anzutreiben. Das Elektron wird also über einen Kontakt in die Außenwelt gebracht, kann da eine Lampe oder irgendeinen Verbraucher antreiben und kommt wieder in die Solarzelle zurück über den Stromkreis. Und das Ganze wird wieder angetrieben über das Licht. Das heißt, eine Solarzelle ist eigentlich so eine sich selbst aufladende Batterie oder Akku. Hätten Sie das so erklären können, bitte mal einen kleinen Applaus. Super. Also, es geht auch einfacher. planetevergreen.com, da haben wir nämlich 2 tolle Filme ins Netz gestellt, die das auch nochmal so ein bisschen plastisch dargestellt haben. Danach habe ich es dann auch verstanden, wie es funktioniert, aber es ist schon eine ganz tolle Technik, die sich auch rechnet. Ja. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Die allerwichtigste Message. Es ist nicht nur irgendwie grün, es ist schön, dass es auch grün ist, in Anführungszeichen, aber es ist eben wirtschaftlich. Ne? Und dadurch setzt es sich eben auch so schnell durch und wird schneller, als wir alle glauben, wirklich zu noch mehr Erfolg führen. Ja, der Kampf um die Solarpanelen, um die Solarzellen, das ist ja auch eine gewisse Weltmacht. Zum Beispiel China. Deutschland stand da ja früher auch mal ganz gut da. Leider mussten sie miterleben, wie damals so dieser Stream in Richtung Asien ging. Ja, das war so um 2010, 11, 12 rum. Da gab es große Aktivitäten hier in Deutschland. Kennen wir vielleicht alle noch. Deutschland war der Weltmarktführer für Solarinstallationen, aber teilweise auch für die Herstellung von Solarmodulen. Und dann gab es einen 5-Jahresplan in China und da stand drin, irgendwo im Kleingedruckten, wir wollen Weltmarktführer in der Photovoltaik werden, weil Photovoltaik ist die Zukunftstechnologie und da wollen wir eben wirtschaftlich dabei sein. Das stand da drin, konnte jeder lesen, hat aber keiner ernst genommen. Und 5 Jahre später war es dann tatsächlich so und dann gab es noch in Deutschland Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass es eben auch politisch nicht mehr so gewollt war, die Unterstützung. Und das hat leider dann dazu geführt, dass die gute Ausgangsposition, die wir eigentlich hier hatten in Deutschland, relativ leichtfertig aufgegeben wurde und jetzt eben in China oder im asiatischen Raum zumindest sitzt. Und wie so eine Solarzelle überhaupt hergestellt wird, da werfen wir mal jetzt einen Blick auf eine der modernsten Manufakturen der Welt in China. So,
So, hier sehen wir noch ein paar schöne Solarpaneele. Aber wie sie hergestellt werden, erklärt er uns jetzt. Hello everyone, I'm Dr. Zhou from the Technical Department of Jinko Sangrao. Now we are in front of the Cell 1 workshop. This workshop has 13 production lines and with an annual capacity of 5.8 gigawatts. Also man sieht, das ist eine Riesenfabrik. Sauberkeit gehört natürlich in jedem Beruf, da besonders. Ja, deswegen werden ja auch in sogenannten Reihenräumen gefertigt. Die kennt man vielleicht aus der Mikroelektronik, ne? Die Chipindustrie ist da sehr eng verwandt. Und da muss eben alles sehr, sehr sauber sein, damit die Solarzellen nachher auch wirklich nicht irgendwie kleine Störstellen bekommen, die dann nachher eine große Wirkung haben. Also hier sehen wir Schritt für Schritt und übrigens sind das Aufnahmen, man muss sich einfach wundern, das ist in Echtzeit, das können Sie bestätigen, oder? Ja, also das ist wirklich Wahnsinn, auch was sich da im Durchsatz in den Taktzeiten getan hat. Ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte mal in Indien zu tun bei einer Firma und das war so um 2000 rum. Und da wurden die wirklich noch von Hand genommen, die Solarzellen, und dann irgendwie ein Schritt wurde gemacht, so eine Ritsch-Ratsch-Maschine, kennt noch von den Kreditkarten vielleicht, hat man früher gehabt, das war so eine ähnliche Technologie. Und wenn man das jetzt hier sieht, dass da also in weniger als einer Sekunde eine Solarzelle da durchflitzt, Wahnsinn. Wahnsinn, eine Riesenfabrik, man sieht keinen einzigen Menschen. Ja, es ist wirklich hochautomatisiert, ist vielleicht auch aber eine gute Nachricht, weil dadurch, dass eben die Arbeitskosten nicht mehr so entscheidend sind wie noch vor 10, 20 Jahren, hätte man eigentlich auch eine Chance in einem Hochlohnland wie jetzt hier in Europa oder Deutschland, das wieder anzusiedeln. Aber dazu muss man eben die Randbedingungen auch dementsprechend anpassen, um gegen solche Fabriken dann letztlich bestehen zu können. Auf der anderen Seite ist es ja so, wenn viele Solarpaneele in dieser Art hergestellt werden, dann reicht es ja auch im Grunde für jeden Menschen mal eine zu haben. Das ist natürlich auch eine gute Nachricht, dass man relativ schnell auch hier vielleicht für den Energiewandel etwas tun könnte, oder? Ja, man kann viel tun. Ne? Es gibt, das Schöne ist, bei der Photovoltaik es ist skalierbar. Also man kann letztlich die einzelne Solarzelle zu Modulen zusammen machen. Dann kann man viele Module aufs Dach tun oder noch viel mehr Module auf eine Freiflächenanlage. Man kann also auf vielen Ebenen sozusagen anfangen, etwas zu tun. Ne? Wir kennen alle Balkonkraftwerke zum Beispiel bei uns. Ne? Da kann also im Prinzip jeder, der die Möglichkeit hat, im Kleinen anfangen, und das macht dann doch im Endeffekt in Summe viel aus. Vor allem die gute Nachricht, ne, mit so einem Powermodul auf dem Balkon, auf einmal dreht sich der Stromkreis rückwärts. Ja, fantastisch. Ist sogar inzwischen offiziell erlaubt. Ja. Bis vor kurzem war das offiziell nicht erlaubt. Aber diesen Stromzähler rückwärts laufen zu sehen, das ist ein Erlebnis, sage ich nur, wenn man ihn eigentlich immer nur in die eine Richtung drehen sieht. Man freut sich einfach. Ja, und der Geldbeutel auch. Ja, der Geldbeutel freut sich, man selber freut sich. Es ist wirklich Energiewende live. Zum Schluss würde mich noch interessieren, wenn man jetzt Planet Erde mit Solarpaneelen ausstatten möchte, das heißt, dass wir quasi nur von Solar mehr oder weniger unsere Energie beziehen. Wie groß müsste so eine Fläche sein? Also da gibt es Berechnungen weltweit ungefähr. Wenn man den gesamten globalen Strombedarf decken möchte, dann müsste man eine Fläche von so ungefähr 250 mal 250 Kilometer im Quadrat bedecken. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil man nicht nur mit der Sonne das machen würde. Aber es ist machbar. Ne? Es ist eine Größenordnung, die im Prinzip möglich ist. Denkt man mal nur an die versiegelte Fläche, Dachflächen oder sowas. Da müssen also jetzt nicht Quadratkilometer große Flächen zu betoniert werden dafür. Man kann wirklich die existierenden versiegelten Flächen teilweise mit benutzen. 250 Quadratkilometer, wie viel würden denn auf Deutschland entfallen? Das ist so ein Quadrat mit 40 Kilometer Seitenlänge ungefähr. Also doch auch recht viel. Ist viel, ja. Aber man kann sich mal überlegen, wie die Dachflächen oder die geeignete Dachflächengröße ist, auf die man also Photovoltaik packen könnte. Dann sieht man, da kann man schon einen Großteil allein auf den existierenden Dachflächen mit abdecken. Wohin geht unsere Reise? Woran forschen Sie aktuell? Das ist ein bunter Strauß an verschiedenen Themen. Einmal die Zuverlässigkeit, dadurch, dass es ja jetzt schon ein Commodity-Produkt sozusagen ist, dass es also schon letztlich im Markt ist, geht es natürlich darum, die Zuverlässigkeit weiter anzuschauen, dass man Degradationsmechanismen versteht und möglichst bekämpfen kann oder gar nicht erst zur Ausbildung kommen lässt. Dass man neue Prozessschritte, die letztlich einen höheren Durchsatz oder eine günstigere Kostenstruktur abbilden können, sich anschaut.
aber natürlich auch ganz neue Prozesstechnologien, wie zum Beispiel Tandem-Solarzellen, wo letztlich 2 Solarzellen miteinander verkoppelt werden, die dann einen höheren Wirkungsgrad erlauben. Oder kritische Materialien einsparen. Silber zum Beispiel ist ein Punkt. Es wird signifikant viel Silber in Photovoltaik-Solarzellen verbraucht weltweit. Und wenn das weiter wachsen soll, was wir ja hoffen, dann wird irgendwann mal der Weltverbrauch an Silber dann der limitierende Faktor sein. Das ist allerdings wahr. Gibt es im Publikum eventuell noch die ein oder andere Frage? Die Gelegenheit wollen wir natürlich auch gerne im Social Web nutzen. Das ist kein Thema. Ja, ansonsten muss ich sagen, Sie haben uns schon wirklich viel erklären können und wir haben vor allem eins gelernt. Also das geht in einer rasanten Geschwindigkeit. Das heißt, wir haben Hoffnung. Es wird definitiv alles viel schneller passieren, als wir uns das vorstellen können. Leider auch der Schluss unserer Sendung. Es gibt jetzt allerdings noch einen Hinweis. Wir haben einen kleinen Überraschungsgast. Das letzte Wort darf nämlich auch derjenige haben, der natürlich mit Energievision hier begonnen hat. Ja, wir haben uns natürlich jetzt überlegt, bei einer besonderen Veranstaltung brauchen wir auch ein besonderes Geschenk. Wir haben dann auf die Schnelle eine Planet Evergreen Energievisionen Tasse kreiert und die überreiche ich Ihnen jetzt, damit Sie einfach bei der Arbeit ein bisschen Evergreen genießen können. Super. Ich bitte um einen großen Applaus für Professor Dr. Iso Hahn. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und wir freuen uns auf die nächste Show, Planet Evergreen. Bis bald.